Machst du schon eine Begrüßung? Ja. Hoi! Also, willkommen zum neuen Video. Heute sind wir so weit, dass wir den Maxi, Original Maxi, vorführen können. Vorher müssen wir aber noch schnell das Zeug durchchecken. Vorführprotokoll korrekt ausfüllen. Jawohl. Also auch seine Richtigkeit. Jawohl. Komm, wir lassen los. Ich nehme die letzte, gell? Okay. Aber es heisst Mofa-E-Bike-Kontrollbericht. Was wollen wir da machen? Möchte ich die Nummern vorlesen? Wir haben ja kein E-Bike, das streichen wir Kannst du durchstreichen, das Zeug. Grusig. Da hat jeder Töffel mich freut, wenn er das schon ausgefüllt mitbringt. Ich brauche einmal Markentyp. Das ist, glaube ich, Batavus Gogo. Buch Maxi. Jawohl. Rahmennummer. Namennummer 690. Zero. Ich wiederhole. Zero. Genehmigungsnummer. Das ist die Typennummer, genau. CH7501. Fahrgestellnummer braucht es nicht, hä? Das ist die Rahmennummer. Ah, das ist da eingestanzt. Matching Numbers, oder? Haben wir da überall? Haben wir da? Motor und Rahmen. Schauen wir beim Motor. Du willst ja wohl noch wissen... Nein, oben. E50. Den passt. 69. Matching Numbers. 2 PS mehr. Licht, hast du gesagt, ist gut, gell? Wir machen noch schnell einen Funktionstest. Gut, ich hole meine Jacke und dann sehen wir uns gerade von außen. Machen wir. Weißt du noch alles gemacht? Tacho, Seitenschutz, Kleber. 1, 2 Probefährtchen haben wir gemacht. Auf Abwehr der Strecke. Ah, okay. Dann bin ich froh. Jetzt schauen wir mal, überläuft. Ein Helmut. Oh. Licht, vorne geht's. Innen auch. Bremsen hinten, Bremsen vorne. Bereifung. Motoremissionen, Auspuff, wenn vorhanden. Auspuff, vorhanden. Rückspiegel und Glocke, nehmen wir auch. Zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ja, ich muss schnell fertig machen. Geh mal einen Helmut. Läuft so weit tipptopp. Wir gar nicht zu viel fahren. Jetzt gehen wir ganz schnell vorführen. Dann nehme ich mit. Je nachdem kann ich auch gleich Heimfahren. Schön Wetter ist ja. Los, Roger! So. Wir sind ready, Höbel verladen. Wir gehen jetzt zum Töffelschmied auf Adorf und ihr seht, ich bin guter Dinge. Ich habe den Helmut dabei zum Heimfahren. Komm rein, Roger. So, wir sind angekommen an der Tankstelle. Ich dachte, ich kaufe schnell ein paar Gipfel, wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch, um jemanden ein bisschen bezirzen. Gut, wir sind angekommen. Töffelschmied Adorf. Ich hole jetzt gerade Perlen raus und dann können wir endlich die Prüfung starten. Hallo. Martin, Saletti. Hoi. Schön, dass wir da sind. Zettel ausgefüllt, den wir vielleicht noch mal machen. Und, wie ist das mit der Bestechung? Ja, das ist gut, das passt. Mein Name ist Martin Schmid. Die meisten kennen mich besser unter dem Namen Töffli-Schmid. Mein Hauptkerngeschäft ist eigentlich Töffli-Flicken, Töffli-Reparaturen, und zwar jeglicher Art. Das kann von einem Thomas, von einem Sachs, Maxi und so weiter und so fort. Ich mache natürlich einmal auch spezielle Sachen, wie zum Beispiel komplette Motorrevisionen. Nebenbei verkaufe ich noch neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel die Pony da vorne. Pony GTX, Pony Cross. Und jetzt haben wir hier die super schöne Perlen. Gut! Original. Habe ich fast nicht geglaubt. Aufbau, ja, ich kann es eben fast auch nicht glauben. Nein, aber ich finde sicher noch etwas. Wenn irgendetwas schlecht ist, der Luca hat es da montiert. He? Nicht nur im Thurgau darf ich es abnehmen, sondern auch für Kanton Zürich. Vielfach haben sie ein Töffel, aber keinen Ausweis mehr, dann müssen sie es vorführen. Das ist so ein typischer Schünenfund, oder? Genau, und jetzt hier haben wir auch nichts. Und genau. darum tut man das hier abnehmen. Bei minderjährigen neuen Halter in dem Sinn muss man dann noch einen Zettel ausfüllen, Bestätigung vom gesetzlichen Vertreter. Und darum hat der Luca mich geschickt. Genau, weil das müsste dann Luca seine Mami noch unterschreiben. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit der ganzen Prüfung. Für da lasse ich jetzt den Lift mal schnell auf. Der erste Punkt ist mal die Identifikation des Fahrzeugs. Typenschildchen, Rahmennummer und... Der Typ 7501. Stimmt das überein mit dem Rahmen? Man kann es noch lesen. Das ist immer auch oft der Fall, eigentlich, gerade bei einer neuen Lackierung. Eigentlich. 694, 92, 50, 694, 92, 50. Das stimmt auch überein. Wie ist das mit, du hast vorhin gesagt, Rahmennummer
Motorennummer, die gleich ist. Jetzt hier haben wir angeschaut, ist gleich. Das muss eigentlich nicht. Also, das ist in den wenigsten Fällen noch so eigentlich. Bei meinem Buch ist es auch noch so. Aber es gibt halt dann viele, die mit den Jahren halt einen anderen Motor drunter machen. Ja, kommt das Gehäuse kaputt oder etwas? Irgendwas, oder? Und das könnt ihr natürlich schon machen. Aufpassen müsst ihr einfach zum Beispiel bei der LG1 oder LG2 Maxi. Da sehe ich, dass es ist ein Cut-Rahmen und zum Beispiel ein normaler E50-Motor drunter. Das geht nicht. Dort könnt ihr schon ein bisschen Probleme bekommen. Dann kommt der Bremsenzustand, Wirkung vorne und hinten, oder? Und für mich dann auch zu prüfen mit einer Probefahrt. Dann die Bereifung, muss ich nicht gross schauen, weil wir haben kein Mindestprofil, das angeordnet ist in der Schweiz. Also wäre das Slickreifen eigentlich erlaubt? Ja, natürlich, ja. Auf jeden Fall. Also, ihr könnt rumfahren ohne Profil. Also, wenn das Gewebe führen kommt, dann müsst ihr es wechseln. Ja. Wie ist das mit Breiten? Es kann von mir aus ein breiterer Pneu sein, also das ist jetzt nicht so tragisch. Es darf einfach nicht streifen am Rahmen, es darf sonst nichts behindern eigentlich. Normal ist 2,25 mal 17 Zoll in dem Fall oder 16 Zoll oder was es da immer ist. Also da sagt auch niemand etwas. Frage von einem Kollegen. Pedalrückstrahler, Tretlager. Die haben wir auch ersetzt, eigentlich, nehme ich an. Genau. Ein Lichtspiel, das spielt absolut keine Rolle. Radlager, Lenkkopflager. Radlager schaue ich auch hier auf dem Lift nach. Ich das Rädchen drehen. Schauen, das ist absolut tadellos, null Spiel. Alles einwandfrei. Lenkkopflager ist gut, es hat ganz minim Spiel in den Gabeln drin. Schauen vor allem, hat es Licht, hat es gute Bremsen. Das ist einmal für mich sicher das Wichtigste eigentlich, oder? Und auch wenn es jetzt gewisse Mängel hätte, vielfach sagen sie, komm, mach es gerade, hast du es auf dem Lift und so weiter. Und sonst, wenn sie es selber machen, müssen sie es nochmal schnell zeigen. Ja. Der zweitletzte Punkt, zulässige Höchstgeschwindigkeit. Es ist ja so, es ist halt 30 km/h in der Schweiz. Die meisten Töffli, ja, die laufen, wenn sie halt original sind, 30. Es kann mal sein, dass er 35 ist oder sogar ein bisschen mehr. Wenn es nicht irgendwie manipuliert ist, dann lohne ich das durch. Dann ist es einfach so, oder? Man muss das immer ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand anschauen eigentlich. Der letzte Punkt ist noch der Allgemeinzustand. Was ich gesehen habe, es ist ja verstärkt worden. Dort habe ich gesehen, ja, das könnt ihr auch machen. Das ist jetzt auch nicht etwas, was nicht legal ist eigentlich. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben das Gefühl gehabt, sie können mir dann da ein frisiertes Töffli bringen. Oder? Und da muss ich einfach sagen, dann stehe ich auch da mit meinem Namen da, mit dem Fachgeschäft. Absolut. Und das kann ich mir nicht erlauben eigentlich. Oder? Jetzt habe ich ganz kurz noch schauen, wegen der Rahmennummer. Ab dem Jahr 82, ab dieser Rahmennummer, ist eben der 18er gültig. Und wenn jetzt die Nummer kleiner wäre, dann dürfte er einen 22 haben. Tatsächlich. Also da dürftest du jetzt einen 22er Auspuff darunter tun. Gut zu know. Da wissen viele nicht. Aber das wiederum dem Herrn Polizist klar zu machen, ist wieder schwierig. Ist sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist doch gut, funktioniert. Wunderbar. Hat der Luca gut gemacht. Hat der Luca gut gemacht? Sagen wir mal nicht. Probefahrt? Ja. Die Heimfahrt war wesentlich schneller, weil es ein bisschen bergab geht. Es ist 30, ja. Ist alles okay, ist tipptopp. Prima. Nein, können wir sagen, haben wir bestanden. Absolut gute Bremse, gutes Licht. Machen wir noch Papierkram. Genau. Nummer, ist die recht? 69, 5, 66. Perfekt. Roger, ich glaube, du musst heimfahren. Ich fahre mit dem Töffli heim. Frisch vorgeführt. Nummer und Vignette. Martin, danke vielmals. Ich schwimme mich auf den Hobel. Wünsche ich dir eine gute Heimreise und wenn du in die Kontrolle kommst, kein Problem. Kein Problem mehr, hä? Fahr nicht schnell. Ja, geht nicht. Nein, ui. Danke vielmals. Martin, mach's gut. Ciao, Elias. Ciao. Merci. Tschüss. Heim bin ich gekommen, gestrichen 28. Aber es ist auch so kalt. Fährt sich echt gut. Kribi, was meinst du? Zieht wie Sau. Affen, 82, nein, 28. Wenn ihr jetzt vielleicht noch irgendeine Idee hättet, designtechnisch oder weiss ich was könnten wir mit einem originalen Höbel machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns bis nächstes Mal wieder. Macht's gut, lasst ein Abo da und tschüssi. Der Helmut noch.